Mein Vater wusste gar nicht, dass es mich gibt. Ich glaube auch, das war ein Entschluss, den meine leibliche Mutter auch eigentlich nicht wollte. Hi, ich bin Luisa, alle nennen mich Lulu und ich bin in Berlin groß geworden. Und meine große Leidenschaft ist das Tanzen. In der Jugend war das dann halt für mich, dass ich dann zum Samba gekommen bin. Und da habe ich mich ins Tanzen verliebt. Danach habe ich auch beruflich da weitergemacht mit den Tanzen. Franzi und Sally sind sehr gute Freunde von mir und ich habe sie beide übers Tanzen kennengelernt. Wir tanzen so gerne zu dritt, weil wir uns damals schon in der Tanzschule einfach so gut verstanden haben und der Vibe stimmt. Und man kann sich halt aufeinander verlassen. Und dafür sind auch Freunde da, denke ich. Ich bin mit 6 Monaten adoptiert worden, in der Ukraine, in der Hauptstadt Kiew geboren und ich habe 4 Adoptivbrüder. Ich sage das eigentlich nicht so gerne, dass ich adoptiert bin, einfach weil dann immer die nächste Frage kommt. Und dann habe ich immer das Gefühl, ich muss irgendwie meine ganze Lebensgeschichte erklären. Meine Eltern haben ganz offen mit mir darüber geredet. Meine Mutter hat das immer sehr schön erklärt. Sie meinte, ich komme vom anderen Bauch, aber wir sind trotzdem alle eine Familie und sie hat mich genauso lieb wie die anderen Kinder. Und für mich hat das als Antwort gereicht. Das war wahrscheinlich auch Fügung. Ich wurde gefragt von meinen Eltern. Die haben so ein soziales Projekt gemacht damals im Ausland, sind da auf Luisa gestoßen, in einem Waisenhaus. Und die Ärztin dort hat gefragt, ob sie jemanden haben, der sie aufnehmen könnte. Und dann haben wir uns für Ja entschieden, weil wir dachten, ja, wir können sie auch noch mit dazu nehmen. Dann kam das alles ins Rollen. Über meine leiblichen Eltern wusste ich eigentlich nicht so viel. Also ich hatte keine Bilder. Ich wusste halt die Namen. Und dass die von Madagaskar kommen. Damit meine leibliche Mutter mich abgeben konnte, war das halt, dass sie ja auch bestimmte Sachen angeben musste. Ich wusste halt, dass sie in der Ukraine studiert hatten. Deswegen hat meine Mutter mich ja da auch abgegeben. Und mein Vater wusste gar nicht, dass es mich gibt. Also sie hat dann draufgeschrieben, dass er verstorben wäre. Wer meine biologischen Eltern sind, die Frage, wann die richtig kam, ich glaube, die hatte ich eigentlich schon immer. In der Pubertät war das dann, dass man sich ja dann auch länger im Spiegel anguckt und sich so selbst so mehr fragt. Und dann war das schon ein Thema. Irgendwie habe ich mir immer vorgestellt, okay, so mit 16, dann fängt das an und dann werde ich sie versuchen zu finden. Letztendlich hat die Eltern gefunden die madagassische Botschaft. Da haben wir alles hingeschickt, was wir hatten. Und die haben die dann gefunden. Und die haben uns dann auch die Adressen gegeben. Und dann kam erstmal die Überraschung, dass mein Vater ja auch lebt. Also ich dachte halt immer, dass er verstorben ist. Und dann haben wir halt Briefe geschrieben, jeweils mit Fotos. Ja. Das ist das erste Bild von meiner leiblichen Mutter, was ich gesehen habe. Ich habe mir beide ganz anders vorgestellt. Das war schon ein sehr großer Wunsch, die genau auf dem Foto zu sehen. Für mich war das so unrealistisch. Es war so dieser Moment, wo ich halt nie richtig wusste, wird das überhaupt wahr. Das war für mich also so eine Erleichterung, ja. Wir sind da angekommen und am Flughafen war ihr Vater. Man wusste halt, dass das mein Vater ist. Also wir sehen uns sehr ähnlich. Das erste Mal waren wir halt 10 Tage da und dann ein halbes Jahr auch nochmal die besuchen. Und das war für mich sehr wichtig. Da bin ich dann erstmal so richtig angekommen, konnte erstmal so wirklich eine Beziehung aufbauen. Ich merke halt schon, dass ich mittlerweile so meine leibliche Mutter vermisse, weil ich einfach denke, dass wir beide ja nochmal Momente brauchen und Gespräche, weil wir eigentlich so gesehen nicht so viel Zeit hatten miteinander. Und ich habe schon meine Mutter also auch direkt gefragt, warum hast du mich abgegeben? Und die Frage hat sie bis heute nicht richtig antworten können. Ich glaube auch, das war ein Entschluss, den meine leibliche Mutter auch eigentlich nicht wollte. Ich weiß halt, dass es für sie auch traumatisches Erlebnis war und auch ein Fehler war von ihr. Dafür habe ich jetzt eine größere Familie. Eine Verbundenheit, die man halt hat, ne? Also mit seiner Mama, das ist halt bei uns anders. Sie hat mich halt großgezogen, ne? Also ich bin halt ihr Kind. Ja. Was mir geholfen hatte, war, sich mit anderen Adoptierten zu connecten. Ich habe selber auch eine Gruppe in die Wege geleitet für schwarze Adoptierte. Wenn du dich gerne mit anderen Adoptierten austauschen möchtest, dann schau doch gerne mal in die Description, in den Links.
Ich finde, sie ist eine wahnsinnig starke Person und sie hat halt ein großes Herz auch und guckt nach rechts und links. Wen kann sie mitnehmen? Wem kann sie noch was Gutes mitgeben auf den Weg? Ich habe auch eine tolle Mutter. Ich schätze an Lulu, dass sie ein fröhlicher Mensch ist mit viel positiver Ausstrahlung, positiver Energie und ihre Gelassenheit. Jemand hat mal zu mir gesagt, ich habe so Glück im Unglück und so würde ich das auch beschreiben. Also natürlich auch Herausforderungen, aber Nähe und Wärme waren immer da. In dieser Welt will jeder schneller, höher, besser sein und ich denke, jeder soll dankbar sein für das, was er hat.